herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es um das, was ihr hier gerade seht, den Vorgarten. Ich habe heute zufälligerweise einen Bagger geliehen bekommen, kostenlos. Richtig geil. Deswegen habe ich mir jetzt einfach gedacht, ich ziehe heute den Vorgarten ab und dann können wir hier im Nachhinein schön einen Weg einlegen. Aus was weiß ich noch nicht genau, aber hier vorne soll alles Gras gemacht werden. Aber wir haben gerade hier den 20. Januar, das heißt, es ist ein bisschen kalt, um irgendwas zu säen. Das heißt, ich muss es dann auch irgendwie wieder abdecken mit irgendwas. Aber so weit der Plan. Und ich werde jetzt erstmal anfangen, hier diesen Sack mit dem Sand, den ich von hinterm Haus beim Pool geholt habe, den werde ich erstmal hier bei dem Weg hinpacken. Und dann werde ich anfangen, diese beiden Grünflächen hier abzuziehen, damit wir da Erde haben. Vielleicht werde ich wieder ein Loch buddeln und einfach alles da reinschmeißen. Bevor wir anfangen können, das hier alles glatt zu ziehen, habe ich jetzt erstmal gestartet, diesen ganzen Bordstein oder diese Kante, die hier war, rauszureißen. Die war nämlich inzwischen so weit in den Boden eingesackt, dass man davon sowieso nichts mehr gesehen hat. Also habe ich mir einfach gedacht, wir machen das jetzt raus. Dann machen wir daraus eine große Rasenfläche und dann kommt einfach nur noch der Staketenzaun dahin und dann ist gut. So eine Kante, ich weiß nicht, braucht man nicht. Es gibt das auch in schön, das würdet ihr hier sehen, aber das wäre mir jetzt zu viel Aufriss für ein Mietobjekt. Deswegen habe ich mich entschieden, dass wir das einfach so machen. Das ist relativ simpel und man lässt sich auch die Option offen, nochmal irgendwann mit dem Auto dahinter in den Garten zu fahren. Was ich persönlich ganz cool finde und sinnvoll. Ich sortiere jetzt erstmal hier nach Steinen und nach Bordsteinkante. Also sind immer eine Reihe Steine und eine Reihe Bordsteinkante. Habe ich einfach alles gelöst und jetzt sortiere ich es erstmal auseinander. Die Steine behalte ich nochmal, dass man das hier zur Not nochmal irgendwann ausbessern kann. Die Bordsteinkante, die kann einfach, oh Müll, die braucht keine Sau. Die Steine habe ich jetzt alle raus. Jetzt bin ich im Überlegen, ob ich hier wieder mir so einen Graben reingrabe und dann meinen ganzen Dreck da reinschiebe einfach und dann wieder zumache. Weil ich habe nämlich gerade kein Auto mit Anhängerkupplung. Das ist in der Werkstatt und das andere ist gerade noch nicht angemeldet. Das heißt, ich muss irgendwie mein ganzes Material hier behalten, was hier ist. Also werde ich das wahrscheinlich machen. Und da laufen irgendwo Kabel und Rohre, deswegen muss ich das auf jeden Fall auf dieser Seite machen. Okay, diese Grasnarbe, von der ich dachte, dass sie relativ dünn ist, weil wir ja hier ordentlich was an Muttererde noch drauf gemacht haben, als wir noch Reste hatten von hinten im Garten. Die ist relativ dick, leider. Ich habe hier schon ein Loch gebuddelt eben, wie ihr es ja gerade hier seht, und da einiges reingemacht, aber es war verschwindend wenig. Das heißt, ich werde jetzt anfangen, das noch weiter abzuziehen und dann noch ein größeres Loch zu buddeln. Ist halt so. Ja, Thuja-Baum zu verschenken. Ja, wo tue ich den jetzt hin? Also, die Seite habe ich jetzt auch noch komplett abgezogen. Ich bin jetzt schon 2 Anhänger voll mit Erde, also Grasnarbe weggefahren. Jetzt gehe ich nochmal daher und ziehe hier nochmal ein bisschen meinen Sand ab. Da hinten haben wir den Sandhaufen, der in der Mitte war, haben wir schon da hinten hingefahren und da nochmal gelagert, weil wer weiß, wofür man das nochmal braucht, oder ich verschenke es bei Kleinanzeigen oder so. Und dann ziehe ich da vorne das auch nochmal glatt ab, so wie ich es hier gemacht habe. Und dann bin ich damit fertig für heute. Dann ist der Spaß mit dem Baggerfahren auch schon wieder vorbei. Dann wieder Handarbeit. Hier, wo diese Thuja stand, die ist perfekt rausgekommen, habe nichts kaputt gemacht. Also besser hätte es wirklich nicht kommen können damit. Hier ist jetzt auch relativ schön flach drüber, das kann man dann schön mit dem Rechen nochmal glatt haken und dann kann man das auch schön einsehen. Und hier seht ihr, das hat jetzt sich so ein bisschen vermischt. Das heißt, ich fahre jetzt mal hier rein und ziehe das nochmal hier so ein bisschen da in eine Kante rein und dann ziehe ich hier auch nochmal drüber. Seitdem ich hier alles ausgebuddelt habe und die Thuja ausgegraben habe, ist einiges an Zeit vergangen. Aber wie ihr seht, habe ich jetzt hier links und rechts von mir jeweils einen Stapel mit Bordkante. Und diese Bordkante müsst ihr als allererstes mal setzen, hier für unseren Weg, den wir machen wollen. Und daran wollen wir uns jetzt mal machen. Um das richtig zu machen, sind erstmal 2 Sachen ganz wichtig. Ein Kaffee und Zeit. Spaß. Wir haben da hinten eine Länge X von, okay, falsche Richtung für euch, von da nach da. Und wir haben hier vorne natürlich auch eine Länge X. Und Ziel ist es ja, mit unserem Weg möglichst gerade zur Haustür zu gehen. Ansonsten passen ja auch unsere rechtwinkligen Platten nicht da rein. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir hier rechtwinklig von hier zur Haustür gehen. Mein Plan ist es, hier ein gerades Stück zu machen und dann vorne breiter zu werden, so dass wir dann auf die Breite von der Treppe kommen und dann hier vielleicht Richtung Boot hier wieder rüber zu machen. Mein Ziel ist es jetzt aber erstmal nur hier die geraden Stücke zu setzen, damit ich dann schon mal einschätzen kann, wie viel Schotter ich brauche für das Ganze.
So sieht jetzt das aus, was ich hier gebuddelt habe. Ich habe mir hier nochmal so einen Pflock reingemacht und habe mir jetzt hier einmal meine Schnur gespannt, einfach nur damit ich schon mal weiß, wo ich ungefähr hin will. Meine Bordsteinkante hier, die ist 25 cm hoch und wichtig ist jetzt einfach, dass diese 25 cm überall abgedeckt sind. Aber das habe ich jetzt auf jeden Fall erreicht. Und jetzt können wir eigentlich schon anfangen, nochmal das Ganze mit dem rechten Winkel hier zu prüfen. Also das ist natürlich hier kein perfekter rechter Winkel, an den ich hier anlegen kann, aber der ist ja auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, ne? Also wir haben ja rechtwinklige Platten, dementsprechend haben wir hier auch einen rechten Winkel, den wir benötigen. Nächster Schritt ist jetzt, Beton erdfeucht anzurühren und dann können wir auch schon anfangen, der Hund ist glücklich, dann können wir auch schon anfangen, die hier zu setzen. Denn mal frohes Rühren, ne? Erdfeucht heißt natürlich nicht furztrocken. Wir wissen ja, dass so ein Stein 1 Meter lang ist. Dementsprechend werde ich jetzt hier erstmal 1 Meter ungefähr schön so eine 5 cm Schicht Beton auf den Boden machen, damit wir das dann da drinnen an unsere Schnur hier anpassen können. Die Schnur, die ist jetzt natürlich nicht in Waage, das ist aber an sich gar nicht so schlecht, weil erstens wollen wir sowieso ein Gefälle zur Straße haben und zweitens ist unser Gelände hier sowieso schräg. Das heißt, wir nehmen dieses Gefälle einfach an. Hier unten muss noch ein bisschen was weg, sehe ich gerade. So, und nun ist das hier unsere Innenkante. Also gehe ich jetzt hierher und checke nochmal, dass ich da wirklich meine 25 cm habe. Fange jetzt an, das hier unten hinzumachen. Da wollen wir das Ganze draufstellen und dann da rein schieben, quasi. So, jetzt müsste ich hier überall ungefähr 23 haben. Habe ich. Hier kann sogar in der Mitte noch ein bisschen mehr drauf. Unsere Randsteine haben ja auf einer Seite eine Phase. Wir nehmen die Seite mit der Phase und machen die nach innen. Oder? Was meint ihr? Nee. Ich mache die nach außen. Sieht schöner aus. Ich mache die scharfe Kante nach innen. Lieber zum Rasen hin, diese Kante. Bäm. So. Sehen wir hinten schon, dass es hier ein bisschen wegrutscht? Das ist ziemlich interessant, dass es hier wegrutscht. Und da sind wir mit unserer Schnur. Okay, das ist ja komplett schief hier hinten. Ah, macht keinen Spaß. So. Aber jetzt sind wir an der Linie genau, wirklich exakt und können... Wow, so ist wirklich perfekt. Und jetzt kann ich anfangen, hier unten nochmal von beiden Seiten was hinzumachen, was es dann auch in Position hält. Von außen ist aber natürlich an sich wichtiger, weil ihr von außen gegenhalten müsst. Von innen nach innen kann es ja eigentlich nicht, sobald die Platten da liegen. Aber einfach beide Seiten machen, dann ist gut. Dann haben wir die erste schon gesetzt. Den zeige ich euch jetzt einfach als Zeitraffer. Ich habe jetzt übrigens schon bestimmt einen halben Sack hier verbraucht. Also es kommt ungefähr hin, dass man einen Sack pro 2 Randsteine nutzt. Also es macht schon Sinn, das so zu machen. Ich werde jetzt mir auch gleich nochmal die Wasserwaage holen und das auch in der Richtung hier korrigieren, falls es falsch ist. Weil ich glaube nämlich, dass ich ganz leicht schräg bin. Also hinter mir seht ihr einen vollen Anhänger, der hat fast in die Knie gegangen beim Holen. Ich weiß nicht, wie viel ist, ungefähr eine Tonne Betonplatten, die dann hier reinkommen in das, was ich jetzt hier vorhin gemacht habe. Da zeige ich euch jetzt, wie ich das auslade. Ich habe die Platten dann gestern Abend noch in aller Ruhe hier ausgeladen und jetzt geht es natürlich heute weiter. Ich habe jetzt schon angefangen, diesen ganzen Sandhaufen, der in der Mitte noch drin war, einfach mal nach links und rechts zu verteilen. Ich habe auch was außerhalb von der Steinkante wieder reingemacht, einfach nur als Lückenfüller, damit das auch wieder aufgefüllt ist. Und jetzt fange ich an, das gerade zu ziehen. 10 cm unter der Oberkante von dem Randstein. Das mache ich einfach mit einer 1 Meter Wasserwaage, das passt ganz gut. Wir haben ja hier 1,1 Meter das Ganze breit gemacht, also 1,1,5 Meter, damit auch auf jeden Fall unsere beiden Steine da reinpassen und wir auch ein bisschen Spielraum noch haben für Fehler in meiner Geraden hier, wobei das sehr gut aussieht. Und ich zeige euch das jetzt auch nochmal, wie ich das jetzt hier abziehe und anschließend ziehe ich los und hole mir erstmal noch ein bisschen Split und einen relativ feinkörnigen Split und diesen Split, den kippe ich dann da oben drauf auf diese Sandschicht nochmal als Drainage, einfach weil es mehr Stabilität gibt dem Ganzen. Ich meine, die letzten 30 Jahre hat es auch auf Sand gelegen und es war trotzdem gerade und ist nichts abgesackt. Aber man will es ja trotzdem ein bisschen ordentlicher machen, als es vorher war. Deswegen ziehe ich es jetzt einmal gerade so ab und dann mache ich nochmal Split drauf und dann geht es da weiter. Damit ich mir jetzt einige Fahrten zur Mülldeponie und zum Baustoffhändler sparen kann, fange ich jetzt schon mal an, das hier auch auszukoffern, weil hier vorne kommt ja auch überall
überall Weg hin. Das ist auch eigentlich der schwierigere Teil, weil wir jetzt hier auch noch 45 Grad Winkel haben wollen und so. Also stay tuned. Das Ganze hat ja ein leichtes Gefälle. Das Gefälle will ich hier vorne auch beibehalten. Am geilsten wäre es ja, wenn es auf dem Weg einfach zur Straße fließt. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal ein bisschen graben. Jetzt, wo ich das hier grob abgetragen habe, kann ich hierher gehen und einfach mal gucken, dass ich hier meine Schräge, die ich vom Weg hier vorne habe, hier vorne weiter hochziehe. Kommt auch ungefähr hin, meine Platte soll hier irgendwo enden. Das habe ich auch hier 10 cm, hier habe ich ja auch 10 cm. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine Kante verlängere, naja, theoretisch könnte noch was weg. Ja, ein bisschen mehr Gefälle hier vorne schadet ja auch nicht unbedingt. Aber vielleicht mache ich trotzdem noch was weg. Schauen wir mal. Aber dieses Kratzen hier mit dem Richtscheit geht gut. Alles, was Sand ist, habe ich aufgeladen und das fahre ich jetzt weg und hole dann direkt die erste Fuhre Split. Ich war ja froh, dass ich alles aufgeladen hatte. Jetzt muss ich halt alles leider auch wieder abladen. Naja, egal. Gibt ja unterschiedliche Stärken. Split, hier 2,5er. Der ist schon relativ grob und wir nehmen hier den 0,5er. Der ist perfekt dafür. So, da haben wir den erwachsenen Spielsand geladen. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt bin ich hier so rangefahren, dass ich das direkt von hier herunter machen kann. Da habe ich mir eine sehr professionelle Stütze hier hingebaut. Bevor ich das jetzt allerdings hier reinmache, mache ich hier nochmal diese Steinreihe in der Mitte hoch, mache die sauber, damit ich die dann auch noch direkt mit ein bisschen von dem Split unterfüttern kann für besseren Halt, dass es nicht mehr so absackt, wie es jetzt ist. So, der Sand, der hier ist, mache ich auch noch mal ein bisschen weg hier. So. Und jetzt kann ich anfangen, das Zeug da rauszuholen. Meine Stütze hier einfach weggeklappt. Unglaublich. So, und den fangen wir jetzt an zu verteilen. Zum groben Verteilen kann man hier auch wieder die Schippe nehmen. Wow, das gefällt mir richtig gut hier. So Arbeiten sind nice, wo man direkt was sieht. Dann nehme ich hier die Wasserwaage, die ich vorhin auch benutzt habe. Und mit der hier, die ist ja zum Glück auch 5 cm hoch. Das heißt, wenn wir 5 cm haben, aber wenn wir die hier an der Oberkante haben von diesen beiden Dingern hier, dann sitzt es perfekt. In Waage. Dann können wir eigentlich testweise mal die erste Platte legen, oder? Aha, hier sehen wir jetzt, hier vorne muss viel mehr drunter. Hier ist schon mal nicht schlecht, aber hier muss viel mehr drunter. Das sieht man aber auch eigentlich, wenn man hinguckt. Habe ich wohl nicht gemacht. Ich weiß nicht warum, aber es war jetzt auf jeden Fall wieder schräger. Ich muss sagen, es macht noch weniger Spaß als Fliesenlegen. Wobei ich muss sagen, Fliesenlegen macht inzwischen Spaß. Ich habe das jetzt dahin gemacht erstmal, habe es dann festgetrampelt, richtig doll. Und habe jetzt oben drauf dann nochmal einen Zentimeter wirklich losen Split drauf gemacht. Dann die Platte reingelegt und dann hingehämmert. Und das muss ich sagen, funktioniert ganz gut. Aber vorher direkt nur festmachen hat gar nicht funktioniert. Die Fugen sind jetzt doch größer als erwartet. Das hieß, die Platten sind ein bisschen größer als das und ich hatte die Platten ja noch nicht, als ich die gesetzt habe gestern. Ist halt jetzt so, es gibt so Granulat, das will ich da reinmachen. Das wird dann wirklich richtig fest, weil sonst sind die Fugen zu groß und das spült aus und dann kommt wieder Unkraut raus. Und da habe ich keinen Bock drauf. Wir wollen das ordentlich haben, deswegen auch kein Unkraut, also kommt da so ein Granulat rein. So sieht der Spaß bis jetzt aus. Ich hatte ja das mit dem rechten Winkel hier unten gemacht und hatte das auch ein bisschen rumprobiert nochmal, wie das so ist. Aber es ist jetzt tatsächlich so, dass es ganz leicht schräg nach links geht. Und ich bin jetzt hier schon bei der zweiten Fuge und habe da schon einen Zentimeter mehr hier als auf der anderen Seite. Also ich hätte wahrscheinlich da hinten den rechten Winkel nehmen sollen. Oder beziehungsweise einfach gucken, dass ich 2 Schnüre spanne, die wirklich hier parallel und möglichst auf beiden Seiten im 90-Grad-Winkel ankommen. Da hinten ist nicht so schlimm, da muss ich noch was wegschneiden. Das heißt, wie wir ankommen, ist nicht so tragisch. Aber optisch von der Fuge her ist es natürlich ein bisschen suboptimal. Ist aber jetzt nicht so tragisch. Ich gehe jetzt auf ein Mittagessen, habe keinen Bock mehr. Es ist ein neuer Tag. Ich habe schon weitergemacht. Es hat ziemlich viel geregnet, deswegen habe ich die Kamera nicht rausgeholt. Ich habe jetzt eben hier nochmal ein paar Platten gelegt.
und habe jetzt eben hier auch noch diese beiden Randsteine im 45-Grad-Winkel gesetzt. Das muss ich sagen, war wirklich das Behindertste von allem bisher. Also, weil man hat ja die Schräge nach hier oben zur Treppe. Gleichzeitig möchte man nach da und die Schräge wird ja dadurch, also der Winkel der Schräge wird ja geringer. Außerdem muss man gucken, dass man, wo man hier rauskommt und so. Also ich habe jetzt wirklich gekämpft eine ganze Weile. Bin noch wieder seit 3 Stunden oder so dabei. Ich habe den Stoß hier zwischen den beiden Randsteinen, weil ich den Winkel nicht perfekt schneiden konnte mit der kleinen Flex. Habe ich mit Beton ausgespachtelt. Ob das eine gute Idee ist, wird sich zeigen, wegen Feuchtigkeit da reinziehen und frieren und so. Aber wir werden sehen. Die beiden sind jetzt auf jeden Fall gesetzt und ich kann anfangen, hier diese beiden Steinreihen vorzuführen bis hier vorne. Ich habe auch schon die erste Platte einmal im 45 Grad Winkel durchgeschnitten. Das wird die, die dann hier am Rand sitzen wird. Also die kommt hier hin. So. Die brauchte ich natürlich einfach, um erstmal festzusetzen, wie dieser Winkel dann am Ende aussieht und so. Deswegen habe ich mir erstmal die zugeschnitten, habe die da hingehalten und habe dann anhand dessen meine neue Schnur gespannt. Und das ist das Ergebnis. Jetzt werde ich hier noch mehr von dem Split aufbringen, dann das wieder feststampfen mit meinen Füßen und dann werde ich die Platten hier weiter hochlegen. Es ist schon wieder ein neuer Tag und ich habe verschiedene Malheure, die ich jetzt hier heute bearbeiten möchte. Und zwar zum einen der alte Weg ging direkt hier entlang und war auch nur eine Platte breit, also auch nur 50 cm und hatte auch keinen Randstein. Jetzt habe ich mir gedacht, ich komme ja hier mit meinen Platten so raus, dass diese Platte, also die Platte, die hier ganz direkt davor ist, das ist die, die vorher hier nach vorne gelaufen ist. Und das geht halt gar nicht, weil man muss halt hier irgendwie um die Ecke kommen. Außerdem ist hier so ein Fundament. Das will ich nicht wegmachen, weil das halt hier dieses wunderschöne Geländer hält. Und das will ich auch nicht neu machen. Das heißt, das muss da drinnen bleiben. Ich kann davon was wegschneiden, dass es ein bisschen rechteckiger wird und schöner. Aber es muss auf jeden Fall bleiben. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich verlängere einfach diese Steinreihe hier und mache die nochmal als Weg zum Parkplatz dahinter. Dafür habe ich mir jetzt hier, also deswegen war es wichtig, dass ich auch erstmal hier diese Steine gelegt habe, weil dadurch habe ich jetzt hier diese Linie. Und da habe ich mir jetzt hier wieder eine Schnur gespannt und werde jetzt anhand dieser Schnur mir meine neue Strecke nach da hinten abgraben. Wieder schön links und rechts und dann kann wieder das frohe Steine setzen beginnen, inklusive dieses tollen 45 Grad Winkels hier. Der aber tatsächlich, ich habe das ja gestern hier einfach mit Beton gespachtelt und das sieht jetzt nicht so tragisch aus, wie ich dachte. Hier habe ich es auch so gemacht. Mal gucken, also sieht nicht so aus, dass es einem übelst ins Auge fällt. Also hoffe ich einfach, dass es auch so bleibt. Hier die eine Fuge habt ihr wahrscheinlich gerade gesehen. Die habe ich ein bisschen verkackt beim Zuschneiden. Aber dadurch, dass ich diese feste Fugenmasse verwende, wird es aufgefüllt und ist dann fast auch nicht mehr sichtbar. Ich werde jetzt erstmal hier diese Gärung schneiden für diesen Winkel hier. Habe ich mir jetzt hier einmal verlängert, damit ich mir hier diesen Winkel zuschneiden kann. Also beziehungsweise so. So, dann nehme ich mir das Ding hier mal und dann sieht es doch hier schon professionell aus. Jawohl, hier unten ist noch ein bisschen Beton, den muss ich noch wegschlagen. Die Randsteine sind ja B-Ware, deswegen habe ich die so günstig bekommen für 2 € das Stück. Deswegen ist da manchmal steht noch ein bisschen was ab. Das muss ich dann natürlich mal wegschlagen, das ist ja nicht so tragisch. Hier kommt jetzt auch wieder der Dovot-Laser zum Einsatz. Den muss ich aber erstmal entstauben, gerade nach meinem Schnitt. Der hat jetzt schon gut was mitgemacht hier. Also ich stelle mir den jetzt hier auf und mache mir hier 2 Linien hin. Allerdings brauche ich die vertikalen Linien, beide. Und die horizontale kann aus. Ich habe ja hier einmal meine Leiste, meine Fuge am Boden gegeben. Die nehme ich jetzt mit diesem Laser hier an. Ihr seht das wahrscheinlich nicht, ich schon. Da ist wirklich wichtig, dass ihr einen guten Laser habt, weil sonst seht ihr einfach gar nichts. Mein Fadenkreuz nehme ich jetzt hier rein, in die Fuge rein, also in dieses Kreuz hier. Jetzt kann ich anhand dem hier diese Linie sehen. So, das passt hier schon ganz gut mit meinem Laser. Also ich bin hier wirklich so 4 mm daneben. Das ist auch mein Plan wegen der Fuge, die ich dann natürlich auch zum Rand haben will. Jetzt muss ich natürlich noch da unten die Kante wegschlagen. Das kann ich jetzt machen. Dabei müssen wir allerdings aufpassen. Naja, nicht so tragisch. Stellen wir wieder auf. Das ist ja das Geile an dem Ding. Das kann viel ab. Das ist mir jetzt nicht zum ersten Mal umgefallen. So, wieder neu ausgerichtet. Das Zeug abgeschlagen. Weiter geht's. Ich kann das jetzt direkt in Beton setzen und kann dann direkt auch meine geraden Kanten noch weiter setzen nach da hinten. Deswegen werde ich mir jetzt als allererstes mal wieder Beton anrühren. Also es ist plötzlich arschkalt geworden. Ich habe aber jetzt hier gerade noch ein bisschen weiter gemacht.
Diese Kante hier wäre wieder sehr, sehr schön. Ich habe das jetzt hier noch nicht ausgelevelt. Ich habe nur mal was hingemacht und festgestampft. Hier habe ich jetzt auch nur mal hingeschüttet. Und dann habe ich hier diese ganze Reihe schon mal gesetzt. Jetzt habe ich fast keine Randsteine mehr. Ist aber nicht so tragisch, weil ich muss ja sowieso erstmal hier die Platten legen. So ein bisschen. Und dann kann ich überhaupt erst sagen, wo ich da hinten dann um die Ecke gehe, weil ich muss ja mein Maß von der Plattenlänge haben. Nicht, dass ich dann eine halbe Platte am Ende habe und dann da eine ganze nach links anlegen will. Deswegen bleibt es erstmal so, wie es ist. Könnt ihr jetzt natürlich hier nochmal buddeln und da schon mal was hinmachen, aber ich mache jetzt einfach mal Mittagspause. Ist auch schon 3 oder so. So sieht es jetzt inzwischen hier aus. Ich habe am Samstag hier jetzt noch diesen einen Randstein gesetzt. Der gibt mir jetzt mein Maß vor, wo ich hier rüber muss. Und ich habe hier von diesem Geländer leider diesen fetten Fundamentblock. Und ich hatte schon angefangen mit der Flex das hier abzuschneiden. Aber meine Flexscheibe war leider kaputt. Deswegen habe ich mir jetzt gerade von einem Kumpel hier die große Makita Flex geliehen. Und schneide mir das jetzt da nochmal rein, damit ich dann meinen neuen Kannstein hier reinsetzen kann. Ich denke, das ist die beste Lösung. Jetzt versuche ich einfach mal das Ganze hier mit Hammer und Meißel wegzuschlagen. Das sollte aber eigentlich ganz gut gehen. Ja, yeah, Mann. Nice. So habe ich mir das vorgestellt. Ist natürlich auch total angenehm leise, das Ganze. Da muss ich wohl noch mal ein bisschen mehr einschneiden. Also mit sehr viel Ausklinkarbeit habe ich jetzt hier unten diese Betonkante so ausgehöhlt. Und das hier auch. Hier oben diese Ecke auch, dass sie hier oben drunter geht. Und jetzt werde ich das Ganze hier einsetzen und habe dann noch mein Fundament erhalten hier. Das wird sich dann hiermit wieder verbinden, wenn ich es einbetoniere. Und dann hat das gut funktioniert. Aber kranker Akt mal wieder. Yeah. Ein Nachbar von mir hat mir jetzt dieses geile Ding geliehen hier. Das ist genial. Bam. Das Ding ist echt genial. Also man kann einfach mit einer Hand entspannt nehmen und hier reinlegen. Das ist total cool. Jawohl, sitzt. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr seht, haben wir diese Fläche jetzt hier schon abgezogen. Und wir haben es auch schon eingesät. Es soll jetzt erstmal eine ganze Weile nicht frieren, deswegen haben wir gedacht, wir nutzen das. Und der Weg sieht gut aus. Mit dem wollen wir uns heute noch beschäftigen. Und das hier will ich jetzt einmal wässern. Wie gesagt, wollen wir uns heute noch mal mit dem Weg beschäftigen, zum letzten Mal. Weil das Einzige, was jetzt bei dem Weg noch fehlt, sind ja die Fugen. Und ich habe lange hin und her überlegt, was ich für die Fugen nehmen möchte. Und es gibt eben zwei Varianten. Es gibt einmal den normalen Quarzsand, den kippt ihr einfach hin, Fugensand, und dann kehrt ihr das ein, bis es überall drin ist, und dann ist gut. Die zweite Variante ist hier so eine Art Granulat, was ähnlich ein bisschen ist wie Sand, aber ihr macht es in die Fuge rein und die Fuge wird irgendwann hart. Und das Coole daran ist, das lässt kein Unkraut durch. Das heißt, ihr macht das rein, es lässt Wasser durch, aber es kommt kein Unkraut mehr hoch. Was natürlich hier gerade bei einem Mietsobjekt, also auch für euch selbst ist es ziemlich cool, aber auch gerade hier bei diesem Mietobjekt ist es natürlich eine coole Sache, weil ihr müsst keine Fugen mehr sauber machen und der Mieter natürlich auch nicht. Ich habe mir jetzt gedacht, wie weit komme ich denn jetzt so ein Ding? Habe mal ausgerechnet, wie viel Quadratmeter ich hier habe. Es sind natürlich 15 Quadratmeter, die ich hier habe, und in einem Eimer sind auch 15 Quadratmeter drin. Tja, blöd gelaufen, weil man kommt niemals so weit, wie da drauf steht. Also war meine Idee jetzt, ich nehme Quarzsand, fülle ein bisschen auf, die Fugen, also nicht so viel, auch Hauptsache ich habe erstmal ein bisschen was drin. Und dann mache ich nur noch 2 cm von dem Zeug hier oben drauf. Das soll auch mindestens 2 cm sein, also die Fugentiefe sollte 2 cm sein, 20 mm. Alles darüber, also wenn ihr weniger habt als 2 cm, kann es passieren, dass euch die Fuge dann dauernd reißt. Und das ist natürlich wirklich kein Gewinn. Also heißt es, erstmal den Fugensand jetzt hier einbringen. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das mache, dass ich da nicht zu viel reinmache, aber wir werden sehen. Vielleicht nehme ich mir eine kleine Schippe oder so. Also die Werkzeuge meiner Wahl sind ein altes CD-Profil und eine Schippe von Chip und Besen. Und meine Idee ist jetzt, halte das jetzt so in die Fuge rein und kippe hier meinen Sand rein und dann rieselt das entlang der Fuge da rein. Ob das jetzt so funktioniert, wie mein Plan ist, werden wir jetzt sehen. Dann wollen wir das mal testen. Also meine Idee ist ja so, das hier reinlegen und so ziehen. Das kann ich sogar einfach nur hier reinmachen. Okay, da kam viel zu. Aber ich kann das jetzt einfach hier lang schieben. Vielleicht sollte ich das hier lang schieben einfach mit einem Zollstock machen, weil dann sehe ich gleichzeitig, wie tief ich da drin bin, weil das sieht jetzt ziemlich gut aus.
Naja, also es wird auf jeden Fall eine ganze Weile dauern, aber es geht. Ich denke, ich werde es trotzdem so machen. Die Idee dahinter funktioniert auf jeden Fall. Wie ich ja schon gesagt habe, ist wichtig, dass wir jetzt überall noch 2 cm Fuge haben, damit wir eben das auffüllen können. Um das jetzt sicher zu gehen, dass wir das haben. Ich habe das zwar alles eben schon jetzt einmal reingedrückt, aber trotzdem spüle ich das jetzt nochmal alles rein, weil das einfach gleichmäßiger dann verteilt wird. Also einfach alle Fugen nochmal nass machen, dass sich das wieder wirklich schön setzt. Wir müssen dann sowieso zum richtigen Verfugen mit dem anderen Zeug, müssen wir sowieso nochmal alles vornässen. Deswegen passt es so ganz gut. Muss ich hier das Pampasgras den Schlauch hier lang legen, damit meine Frau mich nicht killt. So, zum Verfugen selbst nutzen wir jetzt hier diesen Fugenmörtel von Dopox. Die Firma heißt Dopox und der Typ ist SF. Okay, jetzt wisst ihr es. Die Verpackung sieht so aus. Da drin sind 15 Kilo angeblich. Wir wollen jetzt einfach mal gucken, wie wir das hier einbringen. Wir brauchen dafür noch Werkzeug. Und zwar habe ich mir das hier schon geholt. Das sollte man auf jeden Fall dafür haben. Das habe ich schon viel für den Pool benutzt. Das ist jetzt für hier auch super. Die Fläche muss die ganze Zeit nass gehalten werden. Wir werden das hier damit reinschieben und man kann hiermit nochmal dann schön so in die Fuge reindrücken und es ein bisschen verhärten. Wir haben ungefähr eine Verarbeitungsdauer von einer halben Stunde. Es ist ja jetzt noch nicht so mega warm, mit der Sonne ist jetzt nicht optimal, aber ist okay, weil es ja eben nicht so warm ist. Wenn wir jetzt 30 Grad hätten, dann müssten wir uns wirklich sehr, sehr, sehr beeilen. Wir werden jetzt immer nehmen und portionsweise einfach hier auf den Weg aufgeben und vorher nochmal alles vornässen und auch weiterhin nässen danach, wenn wir soweit sind, weil das ist einfach wichtig, dass es nass gehalten wird, ansonsten härtet das zu schnell aus. Das ist ein kunstharzbasierter Fugenmörtel, der mit Wasser eben aber auch oder auch mit Luft reagiert und dadurch sehr hart wird. Das Coole daran ist, wie gesagt, wenn er mal bricht, verhärtet er einfach in der gleichen Position, wie er dann gebrochen ist, neu. Also das ist in Ordnung. Ich nässe das jetzt hier vorne, schaut mal einmal nochmal vor, inklusive meines Werkzeugs. Hier den Eimer. Das Zeug ist halt vakuumverpackt da drin. Das ist schon krass, ich weiß nicht, kann man es aufreißen? Wahrscheinlich nicht, ich muss aufschneiden. Jawohl, schön aufschneiden. So, ab jetzt haben wir 30 Minuten, dann wollen wir mal. Das Zeug soll man jetzt portionsweise hier aufbringen. So sieht das aus. So, mache ich jetzt mal hier so einen Batzen hin. Wow, interessantes Zeug, es verläuft direkt so. Jetzt gehen wir eben mit dem Ding hier hin und verschieben das schön hier in unsere Fuge rein. Ihr seht, wir können das jetzt ganz geil damit hier so reindrücken. Das ist ein bisschen wie Fliegen verfugen und dadurch, dass wir jetzt hier das Wasser drin haben, schiebt sich das auch schön da rein. Die Sache da ist, dass wir die Phase, die wollen wir natürlich nicht mit verfugt haben. Das heißt, wir müssen das dann rauskehren, wenn es soweit ist. Cooles Zeug bisher, also jetzt hier erster Eindruck, gefällt mir. So, ihr seht, es trocknet jetzt relativ schnell an. Da steht jetzt, man soll das auch gerne weiterhin feucht halten, nur nicht in die Fuge reinzielen, weil es dazu führen kann, dass es eben zu sehr absackt. Also kleines Update, das Zeug ist richtig krank und macht einfach gar keinen Spaß. Ist somit die beschissenste Arbeit, die ich bisher hier im Haus gemacht habe. Es geht einfach nicht in die Fuge rein, egal ob ich es so mache, wie in der Anleitung steht oder ob ich es mit Meerwasser mache. Ich habe es jetzt wirklich mit der Kelle nur noch reingemacht, weil hiermit geht einfach gar nichts. Also das könnt ihr komplett vergessen. So wie es in der Anleitung steht, hiermit, ne, kann man echt vergessen. Ich habe ja teilweise wirklich 6 mm Fugen, das heißt, es sollte eigentlich da reinrieseln, aber nichts. Naja, ich werde jetzt hier noch das Beste draus machen. Es sind jetzt auch nicht die schönsten Fugen, aber naja, was soll's. Also, nehmt einfach Fugensand und macht einmal die Fugen sauber im Jahr oder so. Alter. Ich zeige euch jetzt noch mal einmal, wie es hier aussieht und was mit dem Ergebnis ist. Also wenn man hier drauf geht, ihr seht, es ist schon gar nicht schlecht jetzt inzwischen, aber es ist auch nicht super geil. Hier zum Beispiel,
da habe ich ja noch einen Absatz dahinter. Das heißt, da läuft mir das ganze Zeug rein und ich werde da keine richtige Fuge hinbekommen. Das heißt, ich muss da irgendwas anderes hinmachen, was weiß ich nicht so genau. So, und dann, wenn man hier weiterläuft, hier ist eigentlich am besten geworden, muss ich sagen. Das ist gut. Und dann hier war ja auch so eine dicke Fuge, die habe ich auch einfach damit zugemacht. Also das ist gut geworden. Das sieht eigentlich echt nice aus so. Das war die Sache mit dem Vorgarten. Jetzt ist hier Rasen gesät. Dazu haben wir halt hier noch das Bindemittel in dem Fugenzeug. Das heißt, es wird jetzt gut gebunden, der Rasen. Naja, ist nicht optimal, aber was soll's. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder bei einer neuen Folge von Joel Doing. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und ein Like da zu lassen. Danke. Ciao.